Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Querfurt und speziell in diesem Video geht es um Ritterorden und die Verbindung zu den Querfurter Edelherren und ihr erfahrt einige Anekdoten über den Ritter Balduin von Luxemburg. In einem zwischen 881 und 899 entstandenen Zehntverzeichnis des Klosters Hersfeld wird Querfurt als zehntpflichtiger Ort Kurnfurt im Friesenfeld erstmals urkundlich erwähnt. Der Zehnt war die in Naturalien zu leistende Abgabe, der 10. Teil des Rohertrags. Im Jahr 919 beginnt das Jahrhundert der Sachsen. Heinrich aus dem Hause der Ludolfinger setzt sich an die Spitze und wird am 12. Mai zum deutschen König gewählt. Immer häufiger greifen bewaffnete Trupps von Normannen, Ungarn und Slawen die in den Ebenen gelegenen Siedlungen des Reiches an. König Heinrich I. muss reagieren. Im November 926 erlässt er auf der Pfalz zu Worms eine Burgenbauordnung. Binnen weniger Jahre, so verfügt er, sollen ältere Wehranlagen ertüchtigt und neue errichtet werden. So entsteht eine Ballung von Burgen, vor allem an den östlichen Grenzgebieten des Reiches, an den Flüssen Elbe und Saale. Der König subventioniert mit seinem Förderprogramm die Entwicklung und den Aufbau im Osten. Zahlreiche Waldrodungen und Gütervergrößerungen sind die Folge. Mit dem Sondererlass Burgenbau von 926 treibt der Sachse den Bau der Verteidigungsanlagen zielstrebig voran. So wird auch die Querfurter Anlage, die aus einer fränkischen Gründung hervorgeht, ausgebaut. Die Burg wird unter die Herrschaft der edlen Herren gestellt. Seit etwa 950 ist auf der Burg das Geschlecht der edlen Herren von Querfurt urkundlich nachweisbar. In einer Urkunde Kaiser Otto II. Von 979 wurde Querfurt als Castellum erstmalig erwähnt. Der erste Besitzer der Burg war Brun der Ältere. Sein Sohn Brun der Heilige ging als Missionar der Prussen und als Märtyrer in die Geschichte ein. Eine weitere bedeutende Persönlichkeit des Geschlechts war Konrad, der 1134 Erzbischof von Magdeburg wurde. Das Geschlecht hatte enge Beziehungen zu den deutschen Kaisern, so zum Beispiel zu Kaiser Lothar, Heinrich VI. Und König Philipp von Schwaben. Ursprünglich mussten die aus der Stadt und aus dem Taldorf kommenden Besucher mehrere Tore passieren. Beeindruckend ist vor allem die westliche Toranlage. Die überlieferten Jahreszahlen 1385 und 1479 markieren Stationen ihrer Baugeschichte. Von der ältesten Toranlage ist nichts mehr erhalten. Im zweiten Bauabschnitt wurde das zunächst freistehende Torhaus zur heutigen Anlage mit riesigen Scharten, gewölbten Kasematten und nur zum Teil erhaltenem Obergeschoss ausgebaut. Diese Arbeiten erfolgten in den 1450er und 60er Jahren und nochmals 1479. Das Tor besaß auf der Feldseite reichen spätgotischen Bauschmuck, wovon die Kreuzigungsgruppe und eine Darstellung des heiligen Georg mit dem Drachen erhalten und im Museum aufbewahrt sind. Eine Tafel mit dem kursächsischen Wappen und dem des Fürstentums kam kurz vor 1746 hinzu. Im 10. und 11. Jahrhundert errichtete man auf dem Burgberg die ersten Bauten aus Stein. Ein erster Kirchenbau entstand in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts.
Ein unter dem heutigen Bergfried Dicke Heinrich befindliches Gebäude wird um 1000 eingeordnet. Die Steinbauten einschließlich einer ersten Ringmauer beschränkten sich auf den Bereich zwischen dem heutigen Kornhaus, dem Dicken Heinrich und der Burgkirche. Der Machtzuwachs der edlen Herren von Querfurt durch die Ernennung Konrads zum Erzbischof und seines Bruders zum Burggrafen von Magdeburg begünstigt eine weitere Ausbauphase der Burg in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Nach 1162 wurde mitten auf dem Burghof eine neue Kirche errichtet, ein kreuzförmiger Kirchenbau. Noch in das 12. Jahrhundert einzuordnen sind der Bau des Bergfrieds Dicke Heinrich und ein romanischer Palas unter dem Kornhaus. Ein zweiter Palas, ein quadratischer Wohnturm, entstand als Kernbau des späteren Marterturms. Weiterhin gab es eine neue Ringmauer, die das gesamte Areal der heutigen Burg umgrenzt. Gebhard XIV., eine weitere wichtige Persönlichkeit der Herren von Querfurt, ließ die Burg erheblich modernisieren. Er erbaute einen neuen äußeren Mauerring um die romanischen Ringmauern. Es entstand ein neuer Mauerring mit den tiefen, in den Felsen gehauenen Gräben. So wurde die Burg wehrtechnisch verstärkt. Gebhard XIV. War der Sohn von Bruno III. Von Querfurt und Burgherr von 1356 bis 1383. Er wurde zwischen 1310 und 1320 in Querfurt geboren und trat im 30. Lebensjahr die Herrschaft von Querfurt an, deren Besitz er erfolgreich erweiterte. So bezog Gebhard XIV. Die Burg Querfurt wieder als Familiensitz, ließ dort umfangreiche Baumaßnahmen durchführen und konnte durch sein Verhandlungsgeschick die Herrschaft um viele neue Besitzungen vergrößern. Der Marterturm wurde aufgestockt und der Pariser Turm oder Hausmannsturm, ein weiterer Wohnturm, erbaut. Dieser hatte nach Süden zu eine Mauer mit Wehrgang. Es entstand eine einem einheitlichen Verteidigungskonzept dienende moderne Burganlage. Die Einnahmen der edlen Herren müssen zu seiner Zeit beträchtlich gewesen sein. Das belegen die großen Schenkungen, die Gebhard regelmäßig an die Klöster Reinsdorf und Mariazell tätigte. Politisch suchte er die Nähe zu den mächtigen Wettinern, deren Rat er angehörte, und zu König Karl IV., den er auf dessen zweiten Italienzug als Ritter begleitete. Als Lohn für seine Treue wurde sein Sohn Albrecht zum Erzbischof von Magdeburg bestellt. Gebhard starb 1383 und wurde in der für ihn an der Burgkirche angebauten Grabkapelle beigesetzt. Seine mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Peter-Paller-Schule zu Prag angefertigten Grabtumba zeigt ihn als Ritter und gibt Aufschlüsse über die Mode der damaligen Zeit. Es unterstreicht die Macht und den Einfluss, die er einst besaß. Als skulpturales Meisterwerk wurde die Tumba im späten 14. Jahrhundert von böhmisch geprägten Bildhauern gearbeitet. Die Inschrift auf der Deckplatte lautet: Im Jahre des Herrn 1383 starb am Vorabend des Festtages der heiligen Katharina, dem 25. November, Gebhard, edler Herzog Querfurt, dessen Seele in heiligstem Frieden ruhen möge. Dieser mehrte die Herrschaft der Querfurter mit den oben genannten Festungen und Burgen. Zunächst mit der Burg und Stadt Querfurt, die für mehrere Jahre der Querfurter Herrschaft entfremdet gewesen war und die er mit der Tochter des Herrn Burkhard von Mansfeld zurückerlangte.
Weiterhin kaufte er viele andere Güter, Höfe, leistete Abgaben und Zehnten. Er stattete Altäre aus und liebte die Friedenshaltung. Deshalb möge seine Seele bei Christus im Himmel ruhen. Die Längsseiten der Tumba zeigen jeweils 6 Figuren als vertiefte Reliefs mit der Darstellung des Trauergefolges. Gebhard XIV. Ist detailreich in voller Rüstung wiedergegeben. In der rechten Hand hält er einen Kübelhelm, die linke Hand am Dolchgriff trägt ein Wappenschild. Auf den Hüften sitzt ein reich verzierter Plattengürtel und auf dem Haupt trägt Gebhard einen Fürstenhut. Gebhard schloss zunächst die Ehe mit Elisabeth, der Tochter des Grafen Borchard V. von Mansfeld, wodurch er die bis dahin verpfändete Burg und Stadt Querfurt seinem Besitz wieder eingliedern konnte. Als Elisabeth 1368 starb, heiratete Gebhard die Witwe des Grafen Albrecht I. von Mansfeld, Helene von Schwarzburg. Während seiner Regierung vermochte er, das Territorium der Herrschaft Querfurt etwa auf das Doppelte zu vergrößern. Die edlen Herren von Querfurt gehörten zu den einflussreichsten sächsischen Adelsgeschlechtern, das mit den Ottonen in verwandtschaftlichem Verhältnis stand. In der Bildmitte sitzt Konrad von Querfurt als Reichskanzler des Heiligen Römischen Reiches im Königspalast zu Palermo und spricht zu den Vornehmsten des Reiches, umgeben von mehreren Bittstellern sowie 2 Rittern hinter ihm. Der Ausstellungsbereich auf der Empore widmet sich den geistlichen Ritterorden, die noch heute existieren. Hier findet man Informationen zum Deutschen Ritterorden, dem Malteserorden und dem Orden vom Heiligen Grab von Jerusalem. In einer kleinen Mönchszelle wird der Alltag eines Kreuzritters im Mittelalter dargestellt. Zwar gründeten sich die bekanntesten Ritterorden wie der Templerorden, der Deutsche Orden im Zusammenhang der Kreuzzüge, dennoch sind Ritterorden viel mehr als kriegerische Vereinigungen im Kampf für das Christentum. Seit ihren Anfängen besaßen sie zwar einen militärischen Charakter, nahmen aber auch karitative, verwaltende und kulturelle Aufgaben wahr. Bis heute wirken die zahlreichen Ordensgemeinschaften mit ihrer Traditionspflege und ihrem sozialen Engagement als unverzichtbare Elemente in unsere Gesellschaft hinein. Brun der Heilige wurde um 974 in Querfurt geboren. Er war ein deutscher Erzbischof und Missionar und der 2. christliche Apostel und Märtyrer bei den heidnischen Prussen. Im Jahre 997 berief ihn Kaiser Otto III. In seine Hofkapelle, gerade zu der Zeit, als der Tod des Adalbert von Prag den Kaiser heftig bewegte. Brun begleitete Otto III. Auf dessen 2. Reise nach Italien, um dem heiligen Adalbert nachzueifern. Gemeinsam mit Dietmar von Merseburg wurde Brun der Heilige an der Magdeburger Domschule ausgebildet. In ihren Schriften beklagten Dietmar und Brun die Politik des jungen Kaisers, der das Reich von Rom statt von den sächsischen Kernlanden ausregierte. Von der Vision der Missionierung übermannt, lässt sich Brun im Herbst 1002 vom Papst zum Erzbischof der Heiden ernennen. Schließlich machte er sich mit seinen Gefährten auf den Weg ins Land der Prussen. Über sein Schicksal bei den Prussen und über sein Ende ist nur bekannt, dass er bis an die Grenzen Russlands und Litauens vorgedrungen war und samt seinen Gefährten am 14. Februar oder 9. März 1009 von heidnischen Sudauern, einen Teilstamm der Prussen, erschlagen wurde. Bruns Missionsversuche blieben erfolglos. Die Prussen wurden im 13. Jahrhundert durch den Deutschen Orden unterworfen und christianisiert.
Die Prussen waren der baltische Volksstamm, auf den der deutsche geografische Name Preußen und der Name des Staates Preußen zurückgehen. Das Siedlungsgebiet der Prussen im 13. Jahrhundert lag an der Ostsee etwa zwischen der Weichsel und der Memel. Sprachlich und ethnisch bestand zwischen den späteren überwiegend deutschsprachigen Bewohnern Preußens und den ursprünglichen rein baltischen Prussen nur teilweise eine Verbindung. Dagegen blieb der Name des gemeinsamen Siedlungsgebietes noch lange Zeit erhalten. Von 1698 bis 1716 erfolgte ein barocker Umbau. Dabei wurde eine mit Muschelornamentik verzierte Öffnung in den Vierungsturm geschaffen. Im 15. Jahrhundert erbaute man die das heutige Bild bestimmenden mächtigen Wehranlagen, die deutlich den Übergang von der mittelalterlichen Burg zur modernen Festung demonstrieren. Anlass für die Verstärkung der Wehranlage waren möglicherweise die kriegerischen Auseinandersetzungen der Wettiner im Sächsischen Bruderkrieg oder auch die befürchteten Hussiteneinfälle. Es entstanden 3 runde Bastionen und eine monumentale Torbefestigung im Westen der Burg. Zur Finanzierung dieser Baumaßnahmen mussten sich die Edelherren bedeutend verschulden. Die sogenannten Rondelle oder Bastionen sind im heutigen Sprachgebrauch nicht als solche zu bezeichnen. Sie sind eher monumentalisierte Schalentürme. Sie eignen sich kaum zum Aufstellen von Geschützen und sind noch stark vom mittelalterlichen Burgenbau geprägt. Durch Bauinschriften lässt sich ihre Erbauungszeit zwischen 1461 und 1479 einordnen, wobei das Südrondell etwas älter ist und auf ca. 1450 zu datieren ist. In den unteren Geschossen befinden sich Maul- und Hosenscharten für Hakenbüchsen und es haben sich sogenannte Kugelschutzbohlen erhalten. Nach dem Aussterben der Edelherren im Jahre 1496 kam die Burg und das kleine um Querfurt gelegene Herrschaftsgebiet mit der Stadt als erledigtes Lehen an das Erzbistum Magdeburg. Sächsische Ansprüche konnten abgewehrt werden. 7 Erzbischöfe haben bis 1623 das Amt Querfurt durch Burghauptmänner verwalten lassen. Von großer Bedeutung, gerade auch für Querfurt, war das Wirken Kardinal Albrechts von Brandenburg, aus dessen Regierungszeit 2 Wappentafeln überliefert sind. Der dicke Heinrich wurde vermutlich im mittleren bis späten 12. Jahrhundert erbaut. Die Turmhöhe beträgt 27,5 Meter, der Durchmesser unten 14,5 Meter und die untere Mauerstärke 4,35 Meter. Der Rundturm ist ein reiner Wehrturm ohne Fenster, Kamin, Abbord, Mauertreppen und Gewölbe. Der Marterturm ist der einzige romanische Bergfried auf der Burg. Der im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts erbaute Wohnturm südlich des Fürstenhauses ist ungefähr auf 1224 zu datieren und wurde erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zum Turm aufgestockt. Im mittleren 15. Jahrhundert wurde der Turm aufgestockt und erhielt einen Kranz von Schlitzscharten. Nach Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg forderte Herzog August 1664 eine Reparatur des Turmes und dass Böden und Treppen hinaufgebaut werden müssten. Dies ist zum Teil bis 1680 geschehen. Auch ein neues Dach wurde aufgesetzt.
Neben den Wohntürmen auf der neuen Burg gehört dieser Bau zu den wenigen eindeutigen Wohntürmen im mitteldeutschen Raum. Eine Mauertreppe verbindet die oberen beiden Geschosse, die jeweils einen Kamin besaßen. Leicht spitzbogige Außentüren und Fenstergewände neben gleichzeitigen Rundbogenfenstern bestätigen die Übergangszeit von der Romanik zur Gotik. Durch den Ausbau im 14. Jahrhundert entstanden ein weiteres bewohnbares Geschoss mit Rechteckfenstern sowie einen Abort-Erker und mehrere Etagen bis zur oberen Plattform. Der Turm hieß nachweisbar seit 1498 Paradiesturm. Im 17. Jahrhundert dann Roter Turm, wahrscheinlich ein Hinweis auf einen Gerichtsort, und seit etwa 1785 Marterturm. Im Dreißigjährigen Krieg wechselte die Burg mehrmals ihren Besitzer. Zuvor galt sie als uneinnehmbar, wurde aber auch durch Belagerungen, Beschießungen und Aushungern schwer getroffen. Durch den Prager Frieden von 1635 kam die Burg an Kursachsen, blieb aber noch bis 1650 als Unterpfand für Strafgeldzahlungen in schwedischer Hand. So konnten die Querfurter erst 2 Jahre später das Ende des furchtbaren Krieges feiern und mussten zudem noch 1655 und 1678 unter verheerenden Stadtbränden leiden. 1663 wurde Querfurt reichsunmittelbares Fürstentum und blieb dies bis 1815, als es nach den Bestimmungen des Wiener Kongresses von Sachsen an Preußen abgetreten werden musste. Der ca. 30 Meter hohe Pariser Turm, seit 1498 Hausmannsturm, wurde vermutlich ebenfalls in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erbaut. Pariser Turm und Marterturm wurden erforderlich, als die weit ausladende gotische Ringmauer vom Dicken Heinrich aus nicht mehr hinreichend eingesehen werden konnte. Die barocke Haube erhielt der Pariser Turm 1659 und 60 anstelle spätgotischer Giebel. Das sogenannte Korn- und Rüsthaus hat sein bis heute gültiges Aussehen erst zwischen 1680 und 85 erhalten. Gegen 1000 nach Christi wurde an dieser Stelle eine ältere Burgringmauer durch einen Wohnbau ersetzt, der wiederum wenig später mit einem davor errichteten Torbau verbunden wurde. In den 20er bzw. 30er Jahren des 13. Jahrhunderts erfolgte auf diesen Bauteilen ein neuer, größerer Palas. Laut Wappentafel am Westgiebel wurde um 1535 das Korn- und Rüsthaus unter Kardinal Albrecht von Brandenburg erbaut. Die Vorgängerbauten unter dem Fürstenhaus sind die aus dem 11. und 10. Jahrhundert stammenden Reste der über 2 Meter starken Burgmauer und Teile eines alten Palasgebäudes, dessen erstes Obergeschoss mit einem Kamin ausgestattet war. Im 2. Stock befand sich ein Zugang zur Burgkirche. Der Palas ist etwa gleichzeitig mit der romanischen Burgkirche entstanden. Noch in spätromanischer Zeit wurde das Erd- und das erste Obergeschoss durch ein Kreuzgratgewölbe zusammengefasst und dadurch zu Kellern. Zwischen Dickem Heinrich und Amtshaus war im Jahre 1541 eine neue Amtsstube mit Archiv eingerichtet worden, die 1830 abgebrochen wurde. Unter diesem Gebäude, das mit der Ringmauer über einen Gang verbunden war, befand sich ein Tor zum Burginnenhof. Bis in das 20. Jahrhundert diente der schlichte Bau als Wohn- und Behördenhaus. Im Amtshaus findet man Informationen zum heutigen Wirken der Ritterorden im historischen Rahmen einer Bibliothek. Ausgewählte Exponate wie Uniformen, Orden und vieles andere mehr nehmen mit auf eine Reise in unbekannte Welten, aus der Vergangenheit in die Gegenwart.
Hier sieht man den heutigen Andachtsraum des Ritterordens des Heiligen Erlösers von Montreal. Als Herzstück dieses Raumes wird ein Tischaltar aus der Werkstatt Lucas Cranach des Älteren gezeigt. Alfonso I. von Aragon gründete im Jahre 1118 den Orden in Montreal del Campo mit dem Ziel, die Muslime an der Grenze von Aragon zu bekämpfen und den Seeweg ins Heilige Land freizuhalten. Der Sitz war die neue Stadt Montreal, die im Jahre 1124 gegründet wurde. Im 15. Jahrhundert verließ der Orden Spanien. Zu dieser Zeit legte der Orden auch seine Waffen nieder und wurde erst zu einem Hospizorden und schließlich zu einer Art Akademie, wo jeder hinkommt, um sein Wissen einzubringen, zugunsten aller. Dieser Orden hat heute seinen Stammsitz auf der Burg Querfurt. Die ersten Vorläufer der Ritterorden liegen in Westeuropa, vor allem in Frankreich und Spanien. Diese entstanden als Zusammenschlüsse von Ritter im Kampf gegen Ketzer, also von der offiziellen Kirche abweichende. Es handelte sich bei den Bruderschaften dabei um Laien, weil sie kein geistliches Gelübde ablegten und nicht in klösterlichen Gemeinschaften lebten. Nur einzelne Bruderschaften entwickelten sich im Laufe der Zeit zu Ritterorden nach heutigem Verständnis. Während die Orden im Heiligen Land vor allem zum Schutz der Pilgerrouten und zur Wiedereroberung der heiligen Stätten agierten, verstand man sich in Spanien und Portugal in der Nachfolge des Reiches und hatte somit das Ziel, das eigene Land zu verteidigen bzw. verlorenen Besitz von den Muslimen zurückzuerobern. Unter dem Begriff Kreuzzüge werden im Allgemeinen die nach dem Aufruf des Papstes einsetzenden Eroberungszüge in das Heilige Land zusammengefasst. Neben zahlreichen kleineren Unternehmungen sind es vor allem die 7 großen Kreuzzüge, die zwischen 1096 und 1270 nach Jerusalem aufbrachen. Vor allem der erste Kreuzzug, an dessen Ende 1099 die Eroberung Jerusalems stand, sowie der dritte Kreuzzug unter der Führung von Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Philipps II. Von Frankreich und Richard Löwenherz haben den Verlauf und spätere Geschichtsschreibung der Kreuzzüge am nachhaltigsten beeinflusst. 1118 wurde der Templerorden von 9 französischen Rittern auf dem Tempelberg in Jerusalem gegründet. Der Templerorden gilt als erster geistlicher Orden, der die Ideale des abendländischen adligen Rittertums mit den Regeln des Mönchtums verband. Als militärische Elitetruppe unterstand er direkt dem Papst. Im Zuge einer Intrige des französischen Königs Philipps IV. Des Schönen wurde der Templerorden am Freitag, dem 13. Oktober 1307 angeklagt, alle Templer in Frankreich verhaftet und Ordensbesitztümer eingezogen. Die Prozesse zogen sich mehrere Jahre hin und der Großmeister fand seinen Tod auf dem Scheiterhaufen in Paris am 18. März 1314. Der Templerorden wurde aber niemals aufgelöst und existierte im Verborgenen weiter. Er wurde in einen Laienritterorden umgewandelt. Der Orden unterstützt heute humanitäre Einrichtungen und Organisationen, die sich in der ganzen Welt um Menschen in Not kümmern. Die Geschichte, Spiritualität und die Kultur der Ritterschaft soll bewahrt werden. Mit der Gründung der höfischen Orden im Verlaufe des 12. Jahrhunderts wurde es üblich, dass auch Frauen offiziell in die Orden aufgenommen wurden. Zunächst waren dies Ehefrauen und Töchter der Herrscherfamilien bzw. die Frauen befreundeter Adelshäuser. Später wurden auch Frauen ohne familiäre Zugehörigkeit in die Orden aufgenommen. Es gibt sogar mehrere Beispiele, in denen Frauen das Amt des Großmeisters der höfischen Orden übernommen haben. Die bekanntesten Beispiele hierfür sind die Ritterorden der englischen Krone, denen zu ihren Regierungszeiten Königin Victoria und zuletzt die Königin Elisabeth II. Vorgestanden haben. Im Laufe des späten Mittelalters entwickelten sich in Europa neue Formen von Ritterorden, die seither neben den traditionellen geistlich-militärischen Orden bestehen.
Diese Orden verstanden sich als weltliche Ritterorden, die aus Veranlassung regierender Häuser des Hochadels nach dem Vorbild der geistlich-militärischen Ritterorden entstanden sind und König Artus legendärer Tafelrunde nachempfunden waren. Kennzeichnend waren ebenfalls ein Ordenleben nach festen Grundsätzen, das Tragen von Ordenstrachten bei feierlichen Ordenstagen sowie das Verwenden von Ordenszeichen. Einer der wichtigsten Orden ist der englische Orden des Heiligen Georg, genannt der Hosenbandorden von 1350. Der englische König Edward III. Stiftete den Hosenbandorden laut dem Adelshandbuch im Jahr 1344. Offiziell bekannt gegeben wurde er am 19. Januar 1348. Es war die Zeit des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich. Der Orden war König Artus legendärer Tafelrunde nachempfunden. Edward versuchte mit diesem Orden die wichtigsten Ritter des Königreichs fester an sich, den König, zu binden. Zu den ersten Ordensrittern gehörte sein Sohn Edward of Woodstock, genannt der Schwarze Prinz. Zeit seines Lebens war er bekannt für seine Ritterlichkeit und Tapferkeit im Kampf. Er galt als gefürchteter Heerführer im Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England und war in dieser Zeit eine Art Nationalheld. Historiker sehen in Balduin von Luxemburg eine der hervorragenden Persönlichkeiten der deutschen Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts. 1338 ist vermutlich das ereignisreichste Jahr in Balduins reichspolitischer Tätigkeit. Nach einer Zusammenkunft der Kurfürsten nahe Koblenz erklärten sie, dass die Wahl eines von ihnen gewählten deutschen Königs nicht mehr durch die Zustimmung des Papstes bestätigt werden müsse. In gleicher Zeit bildete sich eine Allianz von Kaiser Ludwig und dem englischen König Edward III. Gegen Frankreich. Edward erhob unter Berufung auf seine Abstammung Anspruch auf die französische Krone. Auch Balduin war an dieser Allianz beteiligt. Die Unterstützung Edwards durch Kaiser und Kurfürsten soll schwach gewesen sein, auch weil der englische König seine vereinbarten Zahlungen nicht einlöste. Feste Rituale prägten die mittelalterliche Tafel. In der Mitte der Tafel saß der Burg- oder Hausherr. Die übrige Tischgesellschaft, Kirchenmänner, Edelleute und Familien, tafelten entsprechend ihrer Rangfolge zur Rechten und Linken. An der herrschaftlichen Tafel tischte man vor allem Fleischgerichte vom Schwein, Rind, Schaf und Ziege auf. Wildbret kam nur selten auf den Tisch. Diener servierten die Speisen. Getrunken wurden vor allem leichte Weine, später auch Biere. Wasser aus den Zisternen wurde mit Wein, Süßholzsaft und Honig gemischt, um den abgestandenen Geschmack zu überdecken. Zwischen den Mahlzeiten dienten kunstvoll gestaltete Gießgefäße zum Waschen der Hände. Bei besonderen Anlässen umrahmten Gaukler, Musiker und Dichter die sich manchmal über mehrere Stunden hinziehenden Gelage und Bankette. Das Essen mit Gabeln war zu jener Zeit unüblich. Man aß mit Löffel, Messer und Fingern. Große Brotscheiben dienten beim Essen als Teller. Der Ordensmeister saß mit den Ordensbrüdern gemeinsam am Tisch. Alle aßen und tranken die gleichen Speisen und Getränke. Das Essen wurde durch Gebete der Priesterbrüder eröffnet. Während des Essens wurde eine Tischlesung gehalten und die Brüder hatten zu schweigen. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel spannende Details über die Burg Querfurt erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!